Boah, geht aber richtig doch. Cooles Auto und dann noch diese coole Farbe hier. Ja, einmalig. Also wenn 911er, dann den hier. Schön original, wenig gelaufen, alles dokumentiert. Erste Brief noch da. An dem Auto passt alles. Ja, einen schönen guten Morgen. Heute haben wir hier einen Film auf unserem YouTube-Kanal von Cargold. Ein ganz originaler Porsche 911 Short Wheelbase aus der ersten Serie. Das Auto ist gebaut 1966. Die haben wir in den ersten Jahren nur ca. 5000 Fahrzeuge gebaut. Die meisten sind verrostet oder restauriert. Und das ist ein Auto, der ist 40 Jahre im Vorbesitz und deswegen noch völlig original. Was ich ganz spannend finde, da gibt es auch noch einen Pappdeckelbrief dazu. Und ich werde euch gleich mal so ein bisschen was referieren, wie das eigentlich überhaupt zu dem Auto gekommen ist. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Man hat ja damals, ihr wisst ja vielleicht, dass Ferry Porsche so kurz vorm Dritten Reich oder im Dritten Reich den VW Käfer zusammen konstruiert hat. Und nach dem Krieg dann, als alles kaputt war, haben die auf der einen Seite begonnen, Käfer zu bauen, auf der anderen Seite und auf der anderen, Entschuldigung, das war jetzt, der ist noch nicht ganz warm. So, auf der anderen Seite hat man dann einen Porsche 356 gebaut, ab 1949. Und der ganz große Schritt ist eigentlich gewesen 1965, als man von dem Auto, vom 356, der ja ein riesen Erfolgskonzept war, übergesprungen ist hin zum Porsche 911. Und das ist das, was wir gerade bewegen. Und was da eigentlich passiert ist und warum und wie das passiert ist, werde ich euch gleich mal erzählen. Das Schöne an dem Wagen ist, dass der hier völlig original ist. Der hat erst die Laufleistung, die wir hier stehen haben, 49.482 Kilometer ist der tatsächlich gelaufen. Das ist ein Originalauto, das ist alles dokumentiert und sowas ist ziemlich selten und ich finde, der ist noch im guten Zustand. Er hat hier zum Beispiel das erste Lenkrad, das könnt ihr sehen, aus Holz, ist zwar so ein bisschen abgegriffen. Ihr könnt auch zum ersten Mal diese Armaturen erkennen, die für einen 911er nachher absolut klassisch waren. Die gibt es ja in der Form mehr oder weniger heute noch und das ist alles schön original erhalten. Also an dem Auto ist noch gar nicht groß rumgefummelt worden. So, und jetzt erzählen wir euch mal, wie das ganz genau von sich geht. Jetzt halten wir mal an. Ja, wollen wir das draußen machen? Ja, ich mache das draußen, ist vielleicht schöner. Da haben wir besseres Wetter als hier drin. Ja, das ist also einer der ersten Porsche 911, die man seinerzeit gebaut hat. Das heißt der 911 SWB. Und die Schwierigkeit war damals gewesen, es gab erst einen Käfer, dann hat man daraus den Porsche 356 entwickelt. Der ist gebaut worden bis 1965. Und dann hat man sich überlegt, das war ja langsam in die Jahre gekommen, auch das ganze Konzept, wie machen wir das eigentlich, dass man den Porsche immer noch wiedererkennt, aber dass es trotzdem ein modernes Auto wird. Und dabei rausgekommen ist eigentlich der 911er und den man von der klassischen Form bis heute wiedererkennt. Also hier die angedeuteten Kotflügel gab es beim 356 eigentlich auch. Aber das Entscheidende bei dem Auto ist die Technik gewesen. Da hat es nämlich jetzt einen 6-Zylinder-Boxermotor gegeben. Das war neu von Metzger, der berühmte Metzger-Motor. Und damals, wie ihr vielleicht wisst, es war ja beim Käfer hinten nie so viel Platz, wenn man da den Deckel aufgemacht hat. Es war halt, Porsche 356 war ja ähnlich. Es war ja praktisch das fortgeführte Konzept vom Käfer. Und da passten halt immer nur 4 Zylinder rein. Und hier gab es halt eben jetzt die 6-Zylinder-Maschine. Und wie so ein Metzger-Motor aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Auch der Sound von so einem Metzger-Motor, den kennt ja jeder bis heute, nicht? Also ich meine, schaut mal hier übrigens Porsche-Logo in Gold, 911, das war das ganz frühe 911-Logo. Überwiegend erste Lack haben wir hier und das ist der berühmte Metzger-Motor, den sie bis vor wenigen Jahren genauso gebaut haben. Da könnt ihr 3 Zylinder auf jeder Seite sehen, Boxer, luftgekühlt. Und das macht auch diesen ganz besonderen Sound aus. Auch hier übrigens alles original. Das Auto ist jetzt vielleicht nicht im Zustand 1, aber es ist ein wunderschöner, authentischer 911, was ich persönlich immer schöner finde als ein restauriertes Auto, weil das Auto lebt irgendwo. Die haben damals hier noch die Chromstoßstangen, die Chromecken gehabt bei dem Auto. Das sind auch die ersten, das ist auch noch original. Genauso wie die originalen Lichter bei dem Auto. Und die Farbe, die ihr hier sehen könnt, das ist Bahama Gelb. Bahama Gelb war eine sehr, sehr seltene Farbkonfiguration. Sieht eigentlich aus wie Orange, bin ich der Meinung, aber es heißt halt Bahama Gelb. Ja, so ein Wagen mal zu den Leistungsdaten, der war in 8 Sekunden von 0 auf 100.
Das habt ihr normalerweise mit 356 nicht geschafft, es sei denn, der ist super scharf gemacht gewesen. Es war einfach mehr Platz in dem Auto. Auch die ganzen Fenster, schaut euch mal die großen Scheiben an, hatte ja ein 356 nicht, da war die Scheibe vielleicht halb so groß. Stand auch damals im Lastenheft, gute Rundumsicht, Sicherheit, mehr Platz im Auto. Und das hat man mit der Karosse dadurch geschafft, dass der Wagen einfach 15 cm länger gewesen ist als ein 356, aber 6 cm weniger Breite. Ja, und dabei rauskam dann dieser Wagen hier. Das ist die klassische 911-Form, wie sie eigentlich bis heute besteht. Wobei die richtigen Ur-911er, also da gibt es ja wirkliche Freaks, wenn ich mir heute die Autos angucke, die sind irgendwie weiter aufgeblasen. Das kann man damit nicht mehr vergleichen. Auch die Frontscheibe im Vergleich hier zum Porsche 356, die ist ja auch mindestens ein Drittel größer. Das gleiche gilt auch für die Seitenscheiben und das ist auch das, was man merkt, wenn man fährt mit so einem Auto. Man hat eine ganz andere Rundumsicht, man sitzt mehr im Freien, das ist alles moderner. Er hat übrigens eine 5-Gang-Schaltung und ist damit 210 Stundenkilometer schnell gewesen. Das heißt, so ein 911er ist richtig zur Sache gegangen. 8 Sekunden von 0 auf 100, das war eine Zahl. Und das alles wurde mit einer 6-Zylinder-Maschine erreicht mit 1000 Kilo. Mehr hat so ein Wagen nicht gewogen. Und das war ein Rekordszeit. Übrigens, ich habe mich immer gefragt, wenn ich mich in Porsche reinsetze, wieso ist da eigentlich der Startschlüssel auf der linken Seite? Ja, das kommt aus dem Autorennen, weil wenn man da reinspringt, ihr kennt ja die ganzen Autorennen, wo es dann diese schnellen Starts gibt, hopp rein ins Auto, links findest du sofort und kannst sofort losfahren. Und das hat man hier beim Porsche 911 auch weiter belassen. Das ist übrigens bis heute so, kommt aus dem Rennsport. Ja, schaut euch das mal an, was Schönes an unserem Auto. Er ist weitgehend original. Ich sag mal, das ist ein Auto, das ist ungeschweißt, hat die ersten Sitze noch. Das ist ja hier Sky oder man kann auch sagen Plastik, das hört sich dann nicht so gut an. Hier vorne Stoff, so ist der mal ausgeliefert worden. Auch das gesamte Armaturenbrett ist original, auch wenn ihr hier in die Türen reinguckt, alles original. Also ist es eigentlich ein unverfälschtes Auto. Das ist eigentlich für jemanden, der sagt, sowas möchte ich gerne haben, weil sowas ziemlich selten ist. Hier unten übrigens der Griff, da geht der Tank. Ne, in dem Fall geht da nicht der Tank auf, der geht hier auf. Da, das gibt es heute auch noch auf der rechten Seite. Hier vorne geht es rein in den Tank. Ne? Jetzt geht es nicht mehr zu. Jetzt geht's zu. Okay. So. Das hier war Sonderausstattung. Die Lampen, die ich völlig klasse finde. Sieht total knuffig aus auf dem Auto. Originallogo ist noch hier vorne, ist auch noch vorhanden. Hier ist der Griff, ja, und so sieht ein Interieur dann aus, wenn es original erhalten ist. Hat übrigens eine Standheizung der Wagen, was sehr selten ist. Hier ist das Originalrad. Auto ist unfallfrei. Und der einzige Mangel, der mir aufgefallen ist an dem Wagen, trotz seiner schönen Originalität, irgendwo ist er hinten mal hängen geblieben, das vermute ich mal. Also hier ist ein bisschen mal dran gearbeitet worden. Das ist hier nicht hundertprozentig, das sollten wir euch zeigen. Das finde ich jetzt nicht groß weiter schlimm. Hier die Ecke, die müsste man mal machen. Das könnt ihr hier sehen, das ist nicht ganz richtig hier vorne. However, ich weiß nicht, was da passiert ist. Gut, das ist so der einzige Schaden, der mir hier aufgefallen ist an dem Auto, sonst wunderschön. Und der war, wie gesagt, noch nie auseinander und ist seit 1982 in der gleichen Hand. 40 Jahre im Vorbesitz, finde ich ganz toll. Also das ist ein authentischer 911, der gute Extras hat, der gut da steht. Der hat neue Reifen jetzt gerade noch bekommen. Ich glaube, durch den TÜV hat ihn der Besitzer auch gebracht. Auto wird abgegeben aus Altersgründen. Er hat ihn schon sehr, sehr, sehr lange, hat eine schöne Sammlung. Wir haben immer wieder Fahrzeuge für ihn verkauft und es ist halt eben wirklich ein authentisches Auto. Und das gibt es relativ selten so. Finde ich ja immer toll, das ist der originale deutsche Pappdeckelbrief. Pappdeckel heißt Pappe, so war das damals. Die waren damals dunkelbraun. Schaut mal hier, 2 Eintragungen, 1971 und 1966. Und dann ist das an den heutigen Besitzer gegangen und der hat auch noch dabei ein Original Porsche Prospekt. Das hieß ja ganz am Anfang Porsche 901. Dann hat sich aber dann die Firma Peugeot beschwert, weil das 0 in der Mitte dieses Schriftzugs hat denen gehört. Bei Peugeot haben wir gesagt, nee, dann müssen wir 911 nennen. Da kommt dieser Name eigentlich her. Jetzt möchte ich euch das mal zeigen, wie so ein alter Prospekt aussieht. Schaut mal hier. Das ist doch eigentlich toll, dass sowas dabei ist. Das ist ein alter Porsche 901. Das ist losgegangen 1964. Und die ersten 2 Jahre sind, wie gesagt, oder 3 Jahre sind 5000 Autos gebaut worden. Die sind heute sehr, sehr wertvoll, die Fahrzeuge. Da werden teilweise Hunderttausende von Euro für verlangt, gerade wenn die voll restauriert sind. Schaut mir hier, aber das ist halt eben absolut die Zeit, Anfang 60er Jahre. Da könnt ihr auch noch mal die Leistungsdaten sehen. 2 Liter Hubraum, 130 PS.
Also alles genau, die haben, also was sie vor allen Dingen verändert haben, damit er technisch auch gut war, war die Radaufhängung, die Achse, also die ganzen Dinge, damit das Auto wirklich gut fährt, das merkt man auch. Also ich habe bei 356 viele gehabt und Probe gefahren, das wisst ihr ja, haben wir auch immer gut verkauft, ist ein gefragtes Modell. Der ist aber eigentlich wirklich sehr viel moderner. Man merkt das beim Fahren, das ist ein richtiger Sportwagen geworden. Der hat auch einen tollen Sound, Metzger-Motor, das hat also wie gesagt damit viel zu tun, 6-Zylinder, luftgekühlt. Und das ist ja bis heute das schlagende Konzept. Also damals hat die Firma Porsche gesagt, als sie den Nachfolger entwickelt haben, das muss ganz dicht am bisherigen 356 liegen und man muss das wiedererkennen können. Und das ist den Leuten absolut gelungen. Aber wenn man sich überlegt, wer kennt, was ist heute Porsche, dann sieht der eigentlich so aus. Ne? 911er ist der Porsche schlechthin. Die haben ja immer wieder mal was versucht. Porsche 928, heute heißt das Panamera, ich weiß nicht was, Porsche 968. Aber Porsche ist für mich 911er. So sehe ich das. Und ich glaube, die meisten auch. Ja, unser 911 hat eigentlich das, was einen besonderen Oldtimer ausmacht. Er ist nämlich original, er ist toll historisch dokumentiert, er ist vielleicht nicht ganz perfekt, sagen wir mal, das ist eine 2 bis 3, aber ein ganz authentisches Auto. Und ich wüsste gar nicht, was man da jetzt reparieren will. Da setzt man sich rein und hat Spaß. Er ist ungeschweißt. Es ist ein deutsches Auto, er hat einen Pappdeckelbrief und die ganzen originalen Teile. Und die sind alle im guten Zustand. Da muss man nichts auseinanderbauen, alles restaurieren, neu lackieren. Das ist bei dem Wagen nicht nötig. Und was ich so höre, das ist mehr und mehr das, was die Leute eigentlich wollen. Ein wirklich völlig wunderschönen, originalen 911er Porsche. Schaut mal hier. Und das kann man hier wirklich sagen, das ist er. Kannst du übrigens die Kühe da gut im Hintergrund sehen. Der ist doch richtig schön authentisch. Der hat innen noch die Originalsitze, die Originalbezüge. Das ist auch nicht kaputt, das riecht auch nicht komisch. Der hat das originale Lenkrad, hat die ganzen originalen Armaturen, hat tatsächlich erst 59.000 Kilometer gelaufen. Und ich bin der Meinung, dass sowas wirklich was Besonderes ist. Und er kostet unter 200.000 Euro. Das sei vielleicht auch noch mal erwähnt. Finde ich auch insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ein toller Oldtimer. Wenn der so erhalten wird, der hält immer seinen Wert, der hat eine Riesenfreude. Und dann finde ich, dass die Farbe sehr selten ist. Bahama Gelb gab es nicht oft. Hätte man eigentlich eher Bahama Orange nennen müssen, da sieht er eher orange aus. Aber so auch die Zeit, die Farbe, das passt irgendwie. Kennt ihr ja, das Creme 21. Das ist eigentlich genau so ein Auto. Also ich finde den Wagen absolut cool, kann ich nicht anders sagen. Ja, kann ich euch wirklich empfehlen. Guckt euch die Details an, ob das die Stahlräder sind, die befinden sich in einem wirklich guten Zustand. Da ist kein Rost, da ist kein Gammel an dem Auto. Der ist herrlich gearbeitet, ist höchstens hinten links am Radlauf. Das muss vielleicht mal repariert werden. Aber da alles auseinanderreißen, alles neu machen, das ist überhaupt gar nicht nötig bei dem Wagen. Reinsetzen, losfahren. Und dann diese klasse Lampen da vorne, die konnte man ja sehen, die hat man sich damals seinerzeit dazu bestellt. Also dadurch sieht der richtig giftig aus, der Wagen. Na, jetzt fahren wir gleich mal. Mit 130 PS, denke ich, ist man auch gut unterwegs. Da läuft ja über 200 Spitze. Muss man natürlich langsam einfahren. Der ist ja jetzt ein paar Tage gestanden, der Wagen. Aber schöner Wagen. Tolles Auto. Ja, das mit dem Gas geben, das haben wir gerade mal gemacht. Das ist so der klassische 911er Sound, wie ihn jeder kennt. Metzger-Motor, 6-Zylinder, 911er, das erkennt jeder, weil weltbekannt einfach. 911 ist eine Legende ja heute schon und auch gerade die Autos aus der ersten und zweiten und dritten Serie, wenn die sind ja so gebaut worden bis 1989, sage ich jetzt mal, wenn die in einem guten Zustand sind, ach, tolle Autos. Und dieser hier ist ein früher und wirklich in einem richtig schönen originalen Zustand mit einer tollen Konfiguration. Das ist ein Auto, was ich spannend finde und er ist halt original. Also ich merke jetzt auch beim Fahren hier, der schaltet sich gut. Das Auto hat ja 4 Scheibenbremsen, der bremst auch hervorragend. Ja, und läuft toll. Motor hört sich gut an. Das sind auch Porsche-Leute, von denen wir das Auto gehabt haben. Die haben nur eine Porsche-Sammlung, nur Marke Porsche. Darauf sind sie spezialisiert und wie gesagt, wir haben ihn bekommen aus Altersgründen. Und wenn man so ein Auto so lange besitzt, das sind ja in dem Fall 40 Jahre, die haben immer wieder geguckt, die haben eine eigene Werkstatt, die haben ungefähr 20 Fahrzeuge, dann weiß man einfach, dass man einen guten Wagen bekommt. Das merkt ihr, glaube ich, jetzt schon wieder, hier läuft, fährt klasse. Toller Sound, so muss ein 911er sich anhören und so muss er sich fahren. Und wenn man den vergleicht mit dem 356, da sind ja Welten. Man merkt ja jetzt schon richtig Sportwagen-Feeling. Also das Ding geht richtig gut los. Ja, das war die
Sportwagen-Karriere von Porsche nachher. Beim 356 war schon auch ein schnelles Auto, da kann man auch Rallyes mitfahren. Aber das ist hier eine ganz andere Welt. 911er ist ein 911er und der geht richtig zur Sache. Einige Schaltungen bei späteren Baujahren, die waren ja ein bisschen härter, aber der schaltet sich toll und der läuft vor allen Dingen auch gut. Guck mal hier, wie der abgeht. So. Der läuft ja herrlich, der Wagen. Bremsen funktionieren super. Ein richtiger Sportwagen. So die Frage, ob es hier nass ist hier vorne. Ne? Ja, so muss ein 911er fahren. Das ist 911er. Ja, wenn man sich überlegt, der Wagen ist ja mittlerweile 55 Jahre alt. Nee, hier können wir eben nicht fahren. Hier ist nass. Ja, das ist immer das Problem jetzt im Herbst. Da kann es uns passieren, dass es in schattigen Kurven nass ist. Und wenn man da voll durchfährt, fliegt man mit so einem Wagen natürlich auch in die Prärie. Das muss nicht sein. Schade eigentlich. Soll ich hier hochgekachelt kommen? Ja, also wenn man Porsche 356 kennt, das vom Fahren war das hier ein absoluter Quantensprung. Der ist ja richtig sportlich zu fahren. Das war so ein richtiger Porsche, so wie man das heute auch noch kennt. Und macht richtig Fahrspaß. Wenn ihr damit in den Bergen, in den Alpen unterwegs seid, seid ihr ganz vorne. Müsst halt immer nur dran denken, der hat hinten seinen Motor, also Heckmotorkonzept. Und der drückt nach außen. Man muss aufpassen. Ich kenne nicht wenige Porsche, die abgeflogen sind, weil sie das Auto falsch eingeschätzt haben. Aber wenn man hier richtig fahren kann mit dem Auto, ist der absolut super. So. Ist auch cool mit den beiden Lampen da vorne, ne? Ja, super Blick. Muss ich auch sagen, sieht echt schön aus. Ah, Maschine läuft gut, ne? Ja, man merkt, dass der wenig gelaufen wird. Ja, genau, richtig. Man spürt, das hat Paul vollkommen recht. Man spürt, dass der Wagen wirklich wenig gelaufen hat. Der braucht mal 300, 400 Kilometer Autobahn. Aber sonst ist das ein echt schönes Auto. Ganz direkte Lenkung, da ist nichts ausgeschlagen oder so. Also ein Wagen kann man richtig sportlich fahren und mittlerweile hat er ja ein Alter, da könnt ihr auch an entsprechenden Veranstaltungen teilnehmen. Und da ist das ein gern gesehener Gast. Übrigens interessant, damals hat so ein Wagen 22.000 Mark gekostet. Und das war ungefähr der Preis eines Mercedes 230 SL. Das heißt, eine Mercedes Pagode war genauso teuer wie ein 911er damals. Aber sportlicher ist das Auto hier gewesen, und zwar bei weitem. Also macht einen riesen Fahrspaß, kann ich euch bestätigen. So ein Auto geht auch nur mit Schaltung. Alles andere ist überhaupt, macht gar keine Laune. Oder wollen wir ganz da hinten runterfahren? Okay. Haben wir noch mehr Kurven, ne? Ja. Naja. Ja. Liegt klasse in der Kurve, also ein richtiger Sportwagen, wie man sich das heute noch vorstellt. Ja, macht Spaß zu fahren, absolut hier. Cooles Auto und dann noch diese coole Farbe hier. Ja, einmalig. Also wenn 911er, dann den hier. Schön original, wenig gelaufen, alles dokumentiert. Erste Brief noch da. An dem Auto passt alles. Und ich habe ja vorhin gesehen, er hatte so ein paar Farbunterschiede. Das kann man also mit einem Top-Lackierer wegmachen. Also ich sag mal, wenn man hier ein paar wenige Tausender in die Hand nimmt, hat man ein super Auto. Aber hier voll restaurieren oder so überhaupt nicht nötig bei dem Wagen, weil er auch so lange so gut gepflegt wurde. Und das ist dokumentiert. Übrigens so richtig zum Leben erwecken tut er ab 3000 Umdrehungen. Da rauscht er richtig ab. Aber das sind wirklich agile 130 PS. Macht Spaß zu fahren. Und alles noch in einem guten Zustand. Ich muss auch sagen, ich bin ziemlich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein alter 911er so agil ist wie der hier.
Mit dem könnt ihr richtig agil Auto fahren. Geht wirklich gut zur Sache. Cooles Auto, echt cooles Auto, absolut. Fährt sich gut, bin überrascht. Fährt sich wirklich gut. Also wenn man sich überlegt, Anfang der 60er Jahre ist ja wirklich noch, da war ja Deutschland noch ziemlich grau, da finde ich das für die Zeit ein richtig cooles Auto. Dann auch die Farbe vor allen Dingen. Passt exakt zum Herbst jetzt, alles wird gelb bei uns, das könnt ihr ja sehen an den Blättern. Aber fahren tut er absolut klasse, der Wagen. Und vermittelt mir auch ein gutes, sicheres Gefühl. Man merkt, dass der nicht viel gelaufen hat, man spürt das. Man sitzt auch gut im Auto, Sitze haben guten Seitenhalt. Und das habe ich euch vorhin ja gezeigt, auch das ist alles original und authentisch. Ja, das Auto hat sogar ein Radio gehabt, das alte Blaupunkt hat man hier eingebaut. Wobei normalerweise hat man in einem Porsche so viel mit Fahren zu tun, da braucht man gar kein Radio. Aber macht Spaß zu fahren, echt. Ganz fahraktives Auto. Freude am Auto. Das ist wieder so richtig Freude am Auto, vor allen Dingen Freude am originalen Auto. Also man muss ihn schon mit hohen Drehzahlen fahren, aber dann kommt auch richtig was. Ich bin überrascht, wie schnell der ist. Also der hat wirklich eine tolle Leistung. Wenn ich überlege, dass der Bus 2 Liter Hubraum hat, das ist ja nicht so viel. Aber da hat er wirklich was gebracht. Später die Porsche, die G-Modelle hatten ja 3,2 Liter. Also dieser Motor hatte wirklich eine ganze Menge Potenzial noch. Und eigentlich schade, dass es so in der Art diese Metzgermaschine nicht mehr gibt. Weil was das Fahrgefühl angeht und das Randthema, wie man da so drin sitzt, macht einen riesen Spaß mit so einem Auto zu fahren. Ihr merkt auch, wie der geht. Ne? Also gehen tut er wirklich. Und das Tolle ist halt eben, dass er nicht ausgelutscht ist, sondern relativ wenig gelaufen hat. Ja, ich kann nur sagen, geiles Auto, geht wie Hexe. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein 911er der ersten Serie so losgeht. Der hat ja Kraft, das ist unglaublich. Tolles Fahrgefühl. Also das ist ein super Konzept, sage ich, aber das könnt ihr mit dem alten 356 nicht vergleichen. Der macht zwar auch Spaß, aber der geht da ganz anders los hier. Das hier ist ja ein reinrassiger, richtiger Sportwagen, so wie man sich das heute noch vorstellt. 356 war eine andere Welt. 356 ist noch so ein bisschen VW und so weiter. Das ist ja auch die Grundlage für 356. Und mit 4 Zylindern waren halt nicht mehr zu machen. Aber diese 6 Zylinder hier, dieser Metzger-Motor, also man merkt auch jetzt, wo wir den ein bisschen gefahren haben, da kannst du ja richtig Gas geben mit dem Wagen. Der liegt super auf der Straße, hat ein Top-Fahrwerk. Man spürt, dass gegenüber dem 356 alles optimiert wurde. Und ihr hört das auch, dieser Sound macht einen riesen Spaß, mit dem Auto zu fahren. Eine riesen Laune, gerade auf unseren Straßen hier, wo es ja wirklich ein bisschen kurvig und hoch und runter zugeht. Dem ist der voll gewachsen. Und ich muss mal sagen, also vom Gefühl, was ich habe nicht das Gefühl, dass der 130 PS hat, ich habe das Gefühl, dass er 200 PS hat. Aber gut, der Wagen wiegt eben nur eine Tonne und das ist nicht viel. Und mit einer Tonne geht das so dermaßen zur Sache. Also ich bin echt überrascht und auch wirklich begeistert. Auto macht mir, ich merke das ja oft, wenn ein Auto richtig gut war, dann bin ich ja gegen Ende wirklich an einer Fahrt immer höchst motiviert und begeistert, habe Spaß daran. Das habe ich an dem Auto wirklich wieder gehabt hier. Also er fährt ja, das ist ja irre. Und das liegt aber daran, dass das hier wirklich ein gutes Auto ist. Man merkt, dass der wenig gelaufen hat, man spürt, da ist alles in Ordnung, man spürt, dass der aus einer guten Hand kommt. Ich weiß, dass sie sich mit ihren Autos immer um alles gekümmert haben, das merkt man dem Auto an. Und die paar Sachen da hinten rechts am Radlauf, also meine Güte, man kann da sogar damit weiterfahren, hat mit dem Fahren nichts zu tun und durchgegammelt ist er da auch nicht. Er ist ja nicht geschweißt worden. Also das ist insgesamt ein richtig tolles Auto. Meine absolute Empfehlung, wer das Gefühl eines originalen 911ers haben will, so wie er in den 60er Jahren vom Band gelaufen ist, da ist unser Auto hier genau das Richtige. Ja, dann sage ich mal wieder Tschüss, hat mir richtig Spaß gemacht, könnt ihr mir glaube ich ansehen. Ich wünsche euch alles Gute, der nächste Film wird heute Nachmittag schon gedreht, Mercedes 600, muss ich mich gut vorbereiten. Ganz tolles Staatsauto, was ganz anderes.
Jetzt bin ich erstmal schwer begeistert für den Rest des Tages. Also tschüss, alles Gute, euer Stefan Luftschütz und ciao.